Hallo, in diesem Video werde ich euch etwas über die Zahlensysteme der Dezimalzahlen und der Binärzahlen erzählen. Und ich werde euch zeigen, wie man im Binärzahlsystem addiert und wie man Dezimalzahlen in Binärzahlen umwandelt. Dafür schauen wir uns erstmal die ersten Zahlen an, also im Dezimalsystem. Das ist uns wohl bekannt. Das ist erstmal, starten wir bei der 0 und dann jeweils eine Ziffer erhöhen wir hier bis zur 9. Und klar, bei der 9 sind alle unsere Ziffern aufgebraucht. Und was brauchen wir dann? Wir brauchen für die 10 eine neue Ziffer, eine neue Stelle. Und dann haben wir hier die 1 und die 0. So, beim Binärzahlensystem ist es so, wir haben nur zwei Ziffern. Wir haben die 1 und die 0. Und da ist es so, wenn wir jetzt natürlich hier starten, 0 steht für 0. Und hier auch bei der 1, das ist gleich. Aber bei der 1 ist es jetzt schon so, dass wir alle unsere Ziffern aufgebraucht haben im Binärzahlsystem. Und hier ist es jetzt so, dass wir eine neue Stelle spendieren müssen. Beim Dezimalsystem ist das hier erst bei der 10, beim Binärzahlsystem ist das so, dass es bereits hier bei der 2 so ist. Und dann ist es so, neue Stelle hier spendieren, dann kommt die 1 hin und wir fangen wieder bei 0 an. Das heißt, die 2 im Dezimalsystem steht für die Binärzahl 1, 0. So, und wenn man jetzt weiterrechnet, kann man hier die nächste Stelle, kann man plus 1 machen, dann haben wir hier die 1, 1, das heißt, wir haben die 2, bleibt übrig von vorher und noch eine 1 drauf addiert, dann haben wir 1, 1 entsprechend der 3. So, jetzt ist es aber wieder schon so, dass die Zahlen aufgebraucht sind, also hier, die uns zur Verfügung stehen, das heißt, wir brauchen eine neue Stelle. Und da wieder eine 1 hin und die anderen Stellen wieder zurücksetzen auf 0. Entsprechend steht das hier für die 4. Genauso dann für die 5, 1, 0, 1. Entsprechend hier auch logisch, 4 plus 1 ergibt 5. Und bei 6 ist das genauso. Wir haben hier die 4, ja, und die 2 ergeben zusammen 6. So, plus 1 haben wir die 7. Und für die 8 müssen wir wieder eine neue Stelle spendieren. Und für die 9 haben wir dann hier die 8 plus die 1. Für die 10 wäre dann hier 1, 0, 1, 0. Das heißt, es wäre dann die 8 und die 2. So, für die Darstellung, in Dezimalzahldarstellung, ist es so, wir können hier, das kennen wir können eine Zahl, hier haben wir eine Tausenderzahl. Ich habe hier eine 10 dran gemacht, damit klar ist, wie ist die Dezimalzahldarstellung. Das heißt, zur Basis von 10. Und das kann man auch zerlegen in hier diese Faktoren. 10 hoch 3, ja, also 10 mal 10 mal 10 ist 1000. 10 hoch 2 sind die Hunderter, ja, also 10 mal 10. Und 10 hoch 1, das heißt nur 10, sind die Zehnerstellen. So, und dann hier, zurück, dann hier die 10 hoch 0. Es ist so, dass hier muss man sich merken, alles hoch 0 ist 1. Ja? Das heißt dementsprechend, wenn ich 1 mal 1 rechne, habe ich 1. Dann hier bei der 10er Stelle ist es so, klar, das ist die 10er Stelle, mal 1 habe ich die 1. Bei der 100er Stelle habe ich hier 10 hoch 2, das ist die 100, mal 7 habe ich hier das. Und bei der 1000er Stelle habe ich die 4000, also hier 4700 plus 10 plus 1 ergibt natürlich hier die 4711. So, bei der Binärzahldarstellung ist das ganz genauso. Da ist es so, da haben wir hier diese Zahlen und analog oben auch zur Dezimalzahldarstellung, wo es eben um die Basis von 10 ging, geht es hier bei den Binärzahlen dann zur Basis 2. Hier ist das genauso, alles hoch 0 ist 1. Das heißt, 2 hoch 0 ist 1. Das heißt hier 2 hoch 0 ist 1, mal 1 erhalten wir die 1.
Dann 2 hoch 1, das ist hier die nächste Stelle. Genauso wie hier oben die 10 hoch 1 haben wir die 2 hoch 1. Es geht hier rum um diese Stelle. Da haben wir eine 0 stehen. Deswegen 0 mal 2 hoch 1, erhalten wir natürlich die 0. Und hier haben wir die 2 hoch 2, das betrifft hier vorne die Stelle. Das ist dann 1 mal 2 hoch 2, haben wir die 4. Weil 2 mal 2 ist 4. Dann noch die nächste Stelle, haben wir 2 hoch 3 und das ist die 8. Das Ganze haben wir einmal und insgesamt die Summe 8 plus 4 plus 1 ergibt dann nachher die 13. Ja, das ist unser kleiner Check hier. So, wenn wir jetzt die Dezimalzahlberechnung, also die Umwandlung der Dezimalzahlen in Binärzahlen, sehen wir im nächsten Video.